Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme zu der Wand mit Rohren. Ja, wir haben es wieder erreicht. Eine weitere Wand mit Rohren und Ventilen und einen Sicherungskasten. Meine Bronchitis ist noch nicht ganz weg, aber es geht deutlich besser. Alter Falter. So, ja, ich hatte das beim letzten Mal die Sicherungskasten ein bisschen verknuspert. Ich glaube, ich muss wieder reingehen, ne? Zur Arrestzelle, Aufi! Ach, Moment, das war meine Arrestzelle. Lag. Meine Fresse, das ist so viel angenehmer, wenn man wieder vernünftig reden kann, ohne die ganze Zeit... Oh, that's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. Kein Problem, Bürger, Kollege, Officer. We are going to build a brand new city where Detroit now I'm afraid not. stands. Looks like Delta OCP is really City cutting is costs the like only can. hope God that knows we what they'll have. cut next. Or who. Hey, what's that look supposed to mean? Isolationshandschuhe, das ist immer sehr schön. Space Station 14-Spieler kennen sich damit aus. Es gibt die normalen isolierten Handschuhe. Die sind für die Elektriker bzw. Ingenieure immer super praktisch, weil die können mit elektrischen Geräten arbeiten, ohne den Strom erst abschalten zu müssen. Und dann gibt es die Budget Isolated Gloves. Das ist immer so ein bisschen ein Glücksspiel, wenn man einen Draht anfasst dann. I'm ready for you, Robo. Okay, ich glaube, das müssen wir erst nochmal machen, wa? All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Stimmt, ich hatte nach dem Dingens hier. Hätte ich nicht dieses Wettrennen gegen die SWATs und die ID 209 machen müssen, hätte ich eventuell mir die Bank nochmal genauer angeguckt. Bankeinbrecherin, das war halt eine Entscheidungsgeschichte. Ich meine, die XP opfer ich gerne. Ich kenne Leute, die hätten so ohne mit der Wimper zu zucken eingebuchtet. Normalerweise würde ich das sowas eigentlich auch machen, aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass sie dann noch eine andere Rolle spielen wird. Das sind eigentlich natürlich dann wieder die Sorte der Entscheidungen, die einen dazu tempten, das Spiel dann nochmal zu spielen. B. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. Ich glaube, ich mache das mal eben. Und Waffenschaden wollen wir ein bisschen haben. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? It helps if the criminals know that they should fear me. I suppose it makes your job easier. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? They would not want to see me like this. Perhaps not. But the alternative isn't much better. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before. He was my brother. He was an act, as you can... I do not... These... Das haben wir schon alles gehört, also... As echoes, but OCP And now you're... did that. What you... Especially, I think...
Haben wir alle schon gehört? Müssen wir nicht nochmal haben. I've got plenty to think about for now. Moment, ich sehe gerade, meine Maus ist leicht verklebt. Das muss ich mal eben reinigen. Ja, das würde besser funktionieren. Na, keine weiteren Dingsens. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god. Ah. What a lemon. Die verarschen Ulysses. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Ja, aber das ist nicht die Art und Weise, wie man auf jemand anderen aufpassen sollte. Leute versuchen häufig mit irgendwelchen Bullshit-Argumenten ihren Scheiß zu rechtfertigen. And that does not fly with me. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Weil ich den einen Goldbarren gerettet habe. Und was in den Schließfächern vielleicht gewesen ist noch. Falls da überhaupt was drin war. RoboCop! Over here! Ah. You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Cusack. May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume. The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor. I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city. And without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? Er hat gute Entscheidungen vielleicht getroffen, die missbraucht wurden von anderen Leuten oder unterminiert. I will not let OCP take over this city. I knew you'd understand. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Cusack.
Ja, warum nicht? Er scheint zumindest keiner von diesen Arschpolitikern zu sein. Ich glaube, ich kann zur Garage gehen. RoboCop is getting a face-to-face with the old man himself? I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Why? Did you meet him? Last year's Thanksgiving parade. I was part of a column delegated to protecting his dog. What? How come this is the first time I'm hearing this? Officer Ramirez, a licensed dog walker. Shut up, Kaplan. Muss mal eben was holen. So. Dogwalker. Mein Arsch. Hier drin scheint nichts los zu sein. Hinten waren die Zellen und der Schießstand, ne? Schießstand leer. Zellen. Oh, Pickles ist schon wieder raus. Na gut. Dann scheine ich alles hier erledigt zu haben, was da liegen ist. Let's go. Oh. Die Arschlampe wieder. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. War ich jetzt in dieselbe Gegend, wo ich schon mal war? Ich meine, da war auch eine Spielhalle. Es wäre schön, es würde sich abwechseln. Aber wenn es wirklich dasselbe ist, dann fühlt sich das wirklich mehr wie so ein Telltale-Game an. Das immer wieder seine Schauorte recycelt, um Geld zu sparen. Ah, ne, sieht anders aus. We are still open! Sieht nicht so aus. Nein, es ist dieselbe Gegend. Spike am Heuhaufen. Dienen und schützen, dienen und schützen. Da ist das Apartment. Hier ist die... Das ist doch die Arcade hier wieder, oder? Ich sollte öfters auf die Karte gucken, wie es stand. Interessante Orte werden jetzt markiert. Besonders oben habe ich sie auch angezeigt. Dann ist es in Ordnung. Wo ist meine Karre geparkt worden? Ich meine, er kam von hier wohl offensichtlich. Das heißt, die müssen wieder an derselben Stelle stehen. Da vorne steht er. Das müsste mein Streifenwagen sein. Okay. Na, steht die Karre schon wieder am Halteverbot? Öl ausgelaufen oder was? Oh, da vorne auf der Ecke war was. Piep.
sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Ulysses. Erste Feldausbildung. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. If we live the way others want us to live, what kind of life would it be? Or rather, whose? You're right. I want to be my own man. Officer Washington reporting for field training. Good. Jetzt werde ich angerufen. Well done. What about the rest of your Hallo, gear? Schwester. Service pistol? Got it. Spare ammunition? Noch nicht gesehen. Check. Duty light? Never part with Irgendwann, ja. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? 9:30 Uhr. I think that answers my question. Nee, lass mal, das ist ein bisschen zu früh, leider. Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Ja, muss ich mal gucken, wann war. Ja. Ja, okay. Ja, ich guck mal. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Aber waren die Leute allen erst, dass ich meine WhatsApps lese? Das war gerade natürlich sehr ungünstig. Ich habe selbst nicht gelesen, was gerade Phase ist, aber irgendwas mit Ausbildung. Und die alte Dame. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Naja, ich habe Nachtsichtgerät und Kopf ist verliert. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. Turn your don't you come flashlight back without him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Keine Übereinstimmung. Clear. Ich meine, das mag so überflüssig erscheinen, wie es ist, aber jeder Scan gibt mir XP. Warum nageln die den scheiß Keller zu? Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Go ahead.
Wow. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. Oh ja, da muss die Katze sein. Im Grill. What was that? Irgendwas hat hier die Farbe ausgekriegt, aber ich sehe keine Spuren. Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Marmelade soll das sein? Na gut. Doch mal Marmelade hier unten lagert. Jetzt soll ich sie untersuchen. Oh, leck mich doch am Arsch. The fugitive has left a trail. This time pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. You're right. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Psh! I heard something. I think it's coming from the piano. Phyllis Katos, Übereinstimmung. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Go ahead. Oh, das ist vielleicht nicht die beste There Methode it is. gewesen. It's escaping. Darn it. Das ist natürlich bei jemandem, den man ausbildet, immer gut, denjenigen Sachen selber machen zu lassen. Oh ja, hier passe ich nicht durch. Ich meine, man muss nicht immer den Helden spielen. Das ist etwas, was ich bei Emergency halt immer wieder sehe, dass Leute halt headbutten, die man anstatt andere Leute ihren Job machen zu lassen. Und dann hat man 20 verschiedene Fahrzeuge vom gleichen Typ da stehen, aber das Feuer wird immer noch nicht gelöscht, weil alle meinen, sie müssten sich um die Kriminellen kümmern oder so ein Scheiß. Und dabei haben wir nur einen Police Operator auf dem Feld. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. Okay, here I go. Wenn Sie die Animation nicht mal später nochmal benutzen. Cool. Now let me get that door open for you. Ich kenne Leute, die wären erstmal weitergelaufen, bevor sie die Tür aufgemacht hätten. Und dann verrecken die meistens und dann steht man da und kann nicht weiter. What was that? Alter, was für ein monströser Keller. Unter wie vielen Gebäuden geht der denn lang? I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Ich sehe zumindest keine Zugänge von anderen Gebäuden, also keine Treppen gesehen bis jetzt. Oh, cooler Rex. Ne, Moment, das ist kein Tier, das ist ein Allosaurus, oder? Oder ein sehr gestylishter T-Rex. Halt, näher auf den Grund gehen? Ach, da ist wieder was. Meets. There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's alright? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Was versteckt sich hier? Natürlich ballert hier irgendjemand rum. Warum auch nicht?
Oh nein, das Steuerung wäre lieber mitnehmen. Starker Blutverlust. Oh? Letale Schuss wurde im Kopf. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We've got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. It's never heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time to find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming up to have your back. Glad to hear that, sir. Tja, der lange Arm des Gesetzes hat deinen kurzen Arm des Verbrechens genommen. Let's give him a warm welcome. Smoke him out. Ach, der Schild ist schon nicht unpraktisch. Longer, sir. We're in, pig. Nowhere to hide now. Ah! What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Alter, der hat ja ein Schlachtfest angerichtet. Alter, Washington! Ulysses! What the fuck? Ich hinterlasse eine Blutspur an der Wand. Hier... Das sieht aus, als hätte er am Boden nochmal erschossen zusätzlich. Ich meine, guck mal, da ist Blut gespritzt. Auf das Sofa. Also das heißt, der müsste von hier erschossen worden sein. Der ist auf den Boden gefallen. Wäre er jetzt ausgeblutet oder nochmal abgeknallt worden. Hier ist eine Blutlache, von der ich nicht weiß, von wem die kommt. Ich meine, da Flecken. Schüsse ohne Ende in den Wänden. Von dem wir aber gar nicht erst anfangen. Aber alter Falter, ey, Ulysses. Was eine Killermaschine. Ihr könnt zwei zusammen eine kleine... nee, denken wir mal nicht drüber nach. Können einen verdammten Stromkasten gebrauchen. Ich will meine Ladung nicht verbrauchen. Wartung, die Trümmer... Mann! Wenn man dann mal was gar nicht braucht. Die Türnummer von Wohnung 6 muss wieder angebracht werden, da sie verkehrt rumhängt. Der Bewohner beschwert sich ständig darüber, dass er von Gästen des Mieters Nummer 9 belästigt wird. Priorität sehr niedrig. Ein bisschen Sekundenkleber, Alter. Muss mal kurz was checken. Ja, super. Mein Amazon-Paket wurde zugestellt, aber nicht bei mir. Ich darf gleich wieder zum Concierge runterlaufen. Es heißt erste Feldausbildung. Man kommt da noch eine zweite oder dritte?